Das ist Charlie, mein kleines Auto, mit dem ich ein Jahr durch Australien gefahren bin. Und das sind Toco McQueen, zwei Autos aus dem neuen Pixar-Film Cars 2. Mach sie fertig, Kumpel! Das hier sind ich und Charlie irgendwo mitten im Outback. Oder in Tasmanien. Oder in Melbourne bei Nacht. Charlie bekam seinen Namen, weil er als junges Auto ziemliche Probleme mit seiner Klimaanlage hatte und sich einfach nicht mehr richtig kühlen ließ. Ich habe ihn deswegen nach Charlie is so cool-like benannt, einem bekannten YouTuber aus Großbritannien, der sich selbst für nicht so richtig cool hält. Und wer jetzt das schlechte Wortspiel nicht verstanden hat, der hat das schlechte Wortspiel nicht verstanden. Mein Auto Charlie war mein Begleiter in jeder Lage. Wir haben zusammen gegessen, geschlafen, gelitten und miteinander wahrscheinlich die beste Zeit unseres Lebens verbracht. Charlie war ein Auto mit Charakter. Lightning McQueen ist ebenfalls ein Auto mit Car-Actor. Er glaubt, er sei der schnellste Rennwagen der Welt und begibt sich auf eine Reise rund um den Globus, die ihn und den Abschleppwagen Hook über Japan bis nach Europa führt. Doch während McQueen seine Rennen fährt, stolpert Hook in ein Geheimagentenabenteuer im James-Bond-Stil, wird selbst für einen Superspion gehalten und gerät in allerlei Verwicklungen. Für die meisten sind Autos nur ein Mittel zum Zweck, um zum Beispiel von der Arbeit nach Hause oder zum Einkaufen zu fahren. Doch wer viel Zeit im Auto verbringt, weiß, dass sie manchmal lebendig werden. Als ich mit Charlie durch die verlassenen Einöden des Outbacks fuhr, kam ich mir vor wie ein Cowboy auf seinem Träumpferd. Wir waren Lucky Maniac und Charlie Jumper, die gemeinsam in den Sonnenuntergang ritten. In diesem Jahr habe ich mehr über Autos gelernt und auf der Straße erlebt als je in meinem Leben zuvor. Ich dachte mir, wenn jemand einen ganzen Film nur über Autos dreht, was hat die Macher inspiriert? Was sind ihre ganz persönlichen Charlie-Geschichten? Als Disney Pixar Cars 2 in San Francisco einigen YouTubern vorstellte, waren auch Batz und ich mit dabei. In der großen Halle wollte ich erstmal von den anderen wissen, wenn ihr ein Auto in der Cars-Welt wärt, welches? Von den Cars-Autos oder? In Cars 2 or in Cars 1? I would be a 91 Toyota Corolla, because that's what I own. A deux chevaux. Yeah. I can't drive. You know the chevaux? Probably like a motorbike. Or like a self-driving car. Yeah. It's the car of France. Ich wäre... I would be... Lass mich überlegen. Das ist eine gute Frage. Panda car, don't know if you know it. Jetzt fällt mir gerade keins ein. It's like small and grotty and a bit shitey. Mercedes C-Klasse Coupé, was bald rauskommen wird. Like a really skanky kind of car, not like those you run. Actually, I'd prefer to be the gay car, but... What would you be? What cars would... But you're German! I have really no idea what kind of car I would be. Dass einer zurückfragt, aber wenn ich ein Auto wäre, dann natürlich ein Ford Falcon Station Wagon, wie mein Auto Charlie. Oh, thank you, by the way. Thank you for the interview. Das Spannende am Pixar-Tag, an dem wirklich nur Vlogger und Blogger aus der ganzen Welt eingeladen waren, ist, dass wir uns wirklich mit den Leuten unterhalten konnten, die am Film mitgewirkt haben. Im Pixar-Archiv gab es die ersten aus Ton modellierten Figuren zu sehen, die später im Rechner nachgebaut, geriggt und texturiert wurden. Auch Deutsche waren an der Produktion beteiligt, wie die beiden. Ihr macht Rigging, was hat man sich darunter vorzustellen? Wir modeln erstmal die Charakter, also wir arbeiten ganz eng mit dem Art Department zusammen, die die Charakter designen, wir modeln sie. Mit Radgittermodell und dann Texturen rüber. Genau. Und dann wenden wir Deformer an, die Animatoren dann bewegen. Die zum Beispiel für den Arm, dann hat man verschiedene, was den Arm dann hochrotiert und dann noch verschiedene Deformer, die einem helfen, die richtigen einfach, dass es schön aussieht. Und das auch diese digitalen Muskeln, von denen man dann so Making-ofs ab und zu hört, das auf dem Motto, dass es halt, wenn der Arm angespannt wird, dass der Animator nicht quasi den Muskel selbst wölben muss, sondern dass du bist das automatisch passiert. Automatisch passiert. Ja. Genau. Ja. Wie kommt man als Deutscher zu Pixar? Ich habe an der Filmakademie in Ludwigsburg studiert und einer meiner Klassenkameraden hat hier ein Jahr vor mir angefangen zu arbeiten und der hat mich empfohlen und mein Demo-Reel dem Recruiter gegeben. Wenn man es wirklich will, dann schafft man es also auch als Deutscher zu Pixar. Bestimmte Regeln für das Cars-Design sorgen dafür, dass man jedes reale Auto auch in der Cars-Welt nachbauen könnte. So stecken in der Windschutzscheibe immer die Augen und es gibt noch ein paar andere Unterschiede. Wenn man hier oben sich die Windschutzscheibe ansieht, wird man feststellen, dass sie viel steiler ist. Also man sieht von vorne viel frontaler drauf. Und das hat den Hintergrund, dass die Animateure festgestellt haben, wenn man eine flache Windschutzscheibe wie beim normalen Auto verwendet, schauen die Autos einfach immer nur in den Himmel hoch. Und ja, diese Autos, die sollen halt gerade ausschauen. Die Pixar-Nase. Ja, normalerweise haben ja Augenlider nicht so einen Knick drin, aber bei Pixar-Autos schon. Denn das ist quasi so ein Hinweis darauf, dass hier die Nase sein könnte. Autos haben nämlich keine wirklichen Nasen, aber das ist die Nase. Die Reifen sind zum Beispiel auch viel größer als bei normalen Autos. Das ist echtes Metall.
Das Highlight war natürlich der Film selbst, von dem wir 25 Minuten Monate vor Filmstart im hochgesicherten Hauskino sehen durften. Kameras waren dabei natürlich nicht erlaubt, aber dafür durfte ich mich anschließend mit John Lasseter unterhalten, dem Boss der Disney Animation Studios und Pixar. Er hat schon im ersten Cars Regie geführt und war monatelang mit seiner Familie auf den Highways der USA und für den zweiten Teil dann noch rund um die Welt unterwegs, um für den Film zu recherchieren. Wenn sich einer mit Autos und Reisen auskennt, dann er. Und auch er hatte einen Charlie. Der hieß nur anders. When we traveled, my family and I traveled across the United States, we had a big camper, we call them a motorhome, you know. When you go to a campground, you usually plug it in and all like that. And so to get around, we would have a small car we towed. And the tow vehicle was a 1962 Ford Falcon, a small car. And it had a name too, it was called Arnold. Right? So Arnold, and then we named the big motorhome Betty, because they were a married couple. And we had this image of this really kind of fat woman dragging her little henpecked husband all over the United States. You know, Betty took care of the family and was kind of the motherly type and would kind of sit home while, you know, while Arnold would head off, you know, and go see things and stuff. Man merkt, dass die Leute hier bei Pixar wirklich für Autos schwärmen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich nicht der Einzige bin, der jetzt durchgeknallt ist, dass er seinem Auto einen Namen gibt. Ja. Cars 2 hat mir persönlich viel besser gefallen als der erste Teil, der in einem kleinen Kaff an der amerikanischen Route 66 spielt. Der zweite Teil erzählt eine ganz andere Geschichte, und zwar schon am Anfang, der unerwartet nachts und auf dem offenen Meer stattfindet. Also da, wo man Autos nicht wirklich erwarten würde. Hier draußen soll angeblich der Ozean brennen. Da wären wir. Du hast mich bezahlt, um dich hierher zu bringen. Die Frage ist nur, warum? Ich bin auf der Suche nach einem Auto. Auch geht es für einen Pixar-Film recht hart zur Sache, mit Explosionen und echten Bedrohungen, was der Geschichte aber insgesamt sehr gut tut. Die Geheimagentenspielereien passen perfekt in die Autowelt, an der die Designer wahrscheinlich ihre wahre Freude hatten. Selbst das Notre Dame und den Eiffelturm in Paris haben sie im Autostil nachempfunden und der große Showdown in London begeistert mit grandiosen Detailaufnahmen der liebevoll verkarten britischen Hauptstadt. Im Big Bentley, ganz nach meinem Geschmack. Vor lauter Autos habe ich jetzt wieder total Lust bekommen, mit Charlie weiter durch das australische Outback zu reiten. Wenn ich ihn nicht damals wehmütig in die Wildnis entlassen hätte. Tut mir leid, aber Autos wie du, die werden in Deutschland einfach nicht akzeptiert. Du hast dein Lenkrad an der falschen Seite und Blinker und Scheibenwischer ist auch verdreht und dein Motor ist viel zu groß. Charlie. Aber wer weiß, vielleicht kaufe ich mir irgendwann wieder einen Charlie Nummer 2 und fahre wieder los. Cars 2 startet am 28. Juli und wenn ihr im Kino sitzt, achtet unbedingt auf diesen Satz. Ihr Sieg war doch fast schon in trockenen Tüchern. Und dieses Geräusch. Wow! Buzz und Cold Mirror haben nämlich beide eine kleine Gastsynchronrolle im Film. Das und noch ein paar weitere Sätze. Wenn das nicht dein Geräusch ist. Das ist mein Geräusch, ja. Also viel Spaß im Kino und was mich noch interessieren würde zum Schluss ist, wenn ihr ein Auto in der Welt von Cars wärt, welches wäre das? Schreibt es in die Kommentare rein, ich lese die alle durch. Die neu dabei sind, vergesst nicht zu abonnieren, denn dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Klick. Yay!